Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute, ich habe ein bisschen gewartet mit dem Video. Ein Thema, was natürlich für mich als KISS-Fan nicht so schön ist. Und zwar, ihr alle habt es mitbekommen, ist Ace Frehley verstorben. Und ja, ist natürlich als KISS-Fan schon ein Einschnitt, muss ich sagen, der mich erstmal überrascht hat, geschockt hat und ja, im Nachhinein auch dann irgendwie traurig macht, dass jetzt die Originalbesetzung wirklich nicht mehr existiert. In dem vollständigen Ausmaß. Und ich zeige euch einfach heute mal meine Lieblingssachen, die ich von Ace habe. Und ja, zeige euch einfach da mal, was ich da für mich als Highlight mit Ace erlebt habe, und nach dem Intro starten wir. Da es heute wenig um Vinyl geht, möchte ich einmal vorab kurz zeigen, es gibt zwei neue Scheiben, die habe ich bekommen. Einmal der KISS Meets the Phantom of the Park Soundtrack. Sehr geil, werden wir drüber reden. Und dann diese Scheibe hier, eine Creatures of the Night, ja, ich sag mal Bootleg-Auflage. Auch hier haben wir ein schönes Foto von Ace drauf. Das Ganze gucken wir uns die Woche an. Heute geht es mal weniger um Vinyl, sondern ja, um Ace. Ich habe Ace Gott sei Dank zweimal treffen können auf einem Meet and Greet. Einmal war es ein normales Meet and Greet auf der Anomaly Tour und das andere Mal war, ich weiß es gar nicht mehr, was, einmal Space Invader, einmal Anomaly Tour. Also ich habe mehrere Vinylscheiben von Ace unterschrieben. Das werdet ihr alles irgendwann auf meinem Kanal nochmal sehen, weil ich habe die jetzt, da das unten gerade alles sehr viel Chaos ist in meinem Vinylkeller und ich ja versuche, einen Raum aufzubauen und dann sortieren werde, viele Sachen irgendwo hingepackt habe, die ich gerade nicht finde. Demnach gucken wir uns heute die Highlights an, die ich habe, die aber ja in dem Falle kein Vinyl sind, sondern sich auf Fotos beschränken und andere Sachen. Und zwar sind es natürlich original unterschriebene Sachen. Ich habe halt in Hamburg, ich glaube es war einmal war es das Docks, einmal war es das Grünspan, oder war es beide Male Grünspan. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall konnte ich Ace beim Meet and Greet da treffen. Ich hatte das Gitarren-Meet and Greet damals gebucht, habe natürlich auch eine Gitarre unterschrieben von Ace. Die hängt an der Wand, ist gerade verdeckt durch die ganzen KISS-Boxen. Auch das wird sich wieder ändern, werde ich euch dann alles nochmal in Ruhe zeigen, wenn ich den Raum mache. Aber da habe ich mir unter anderem dieses Foto aus dem Didi Zill-Buch unterschreiben lassen. Das Didi Zill-Buch gab es damals in einem Buchladen bei uns in der Nähe irgendwie für einen Zehner. Und ja, meine Frau hatte das gesehen. Ich habe gesagt, oh, bring noch mal eins mit. Ich hatte schon eins. Das habe ich dann ein bisschen auseinandergepflückt, um einige Bilder zu rahmen und auch um Autogramme zu sammeln, weil da extrem schöne Fotos, so wie das hier drin sind, oder halt hier auf der anderen Seite von Eric. Und ja, das habe ich mitgenommen, weil es, finde ich, ein super schönes Foto von Ace aus der The Elder Zeit ist. Und da ja, habe ich es mir signieren lassen. Also das definitiv ein Originalautogramm, weil Ace hat es mir selbst unterschrieben. Finde ich super, super schön. Dann habe ich da noch sammeln können dieses hier. Das habe ich auch gerahmt. Sorry, da ist die Lampe gerade am Spiegeln. Das ist ein Foto, das ich selber von Ace auf der Bühne gemacht habe während des Konzerts. Und da habe ich auch gedacht, ich lasse mir mal eins unterschreiben, wo er nicht mit Make-up ist. Finde ich auch sehr cool, besonders da das Foto halt von mir ist. Ich habe es gemacht, ich habe jetzt ein Autogramm drauf. Das habe ich dann halt, ja, keine Ahnung, 2 Jahre später bei der Tour unterschreiben lassen oder wann er da wieder kam. Habe jetzt die Daten nicht genau im Kopf. Aber auch das ein Originalautogramm. Man sieht, wenn er schnell unterschreibt, ist es nicht immer ganz perfekt. Also viele werden da vielleicht sagen, ja, ist vielleicht ein Fake oder sonstiges. Man kann da nicht nachgehen, weil die unterschreiben immer unterschiedlich, je nach Zeit und sonstigen. Es ist definitiv original, weil ich habe es gesammelt, ich weiß es, und ja, der eine oder andere würde vielleicht behaupten, das ist nicht echt. Dann kommen wir zu einem Highlight. Das habe ich nicht selber gesammelt, sondern ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe. Ich glaube, es war über einen befreundeten Sammler oder halt bekannten Sammler, befreundet kann man da nicht sagen, aber ein bekannter Sammler, den ich auf einigen Meet and Greets, glaube ich, getroffen hatte.
glaube, von da hatte ich das. Super schönes Foto von Ace in der Alive 2 Zeit müsste das sein. Und mit dem typischen Sternen-Logo, was er darauf malt und hier seine Unterschrift. Ich fand es ein mega schönes Bild und ist eins der Highlights in meiner Sammlung. Und auch da weiß ich, dass es echt ist. Und dann kommen wir zu dem Teil, was ich, glaube ich, mit zu den Highlights zähle in meiner Sammlung. Es ist ein Canvas-Bild mit Ace seinem Sternen Rocket Ride Logo drauf. Unterschrieben gab es damals bei dem Laden KISS Museum in Amerika, diesem Online-Shop zu bestellen. Hat mich eine Stange Geld gekostet. Auch da haben Fotos existiert von dem Signing, ist definitiv original. Ace hat da einige von gemacht in verschiedenen Varianten und ihr seht schon, es gibt davon 10 von 10. Ich habe die Nummer 10. Bin ich irgendwie extrem stolz drauf, das Teil zu besitzen. Sowas besitze ich auch von Vinnie Vincent. Der hat ja auch mal kurz so ein Signing gemacht. Passen halt sehr gut zusammen, die beiden Dinger. Hängen auch untereinander im Keller bei mir. Und das Teil ist so, ja, mit eines meiner Highlights. Ich habe halt noch eine unterschriebene Picture Disc von Ace, die ich ja auch habe original unterschreiben lassen. Und ein Foto von mir und Ace zusammen, was auch unterschrieben ist. Die hängen auch noch unten bei mir. Ja, da habe ich so einiges. Und neulich habt ihr gesehen, wer das vielleicht verfolgt hat, das Soloalbum, was ich in Blau unterzeichnet habe, was ich ja aus den Staaten habe, von einem, der mit Ace immer sehr viele Signings gemacht hat, wo ich gerade auch noch auf eine weitere warte. Ich hoffe, die kommt bald, dann zeige ich euch das. Auf jeden Fall so ein bisschen meine Highlights von Ace, ihn getroffen zu haben, diese Autogramme zu besitzen. Und einfach zu wissen, dass man diese Person kennengelernt hat, die man bei mir im Falle ja seit der Kindheit vergöttere und zu meiner absoluten Lieblingsband gehört. Und auch wenn jetzt Ace nie mein Lieblingsmitglied war, ist er doch irgendwie der Spaceman. Und Tommy Sayer ist auch eine coole Socke. Aber Ace Frehley ist der Original Spaceman und wird es immer bleiben und gehört einfach zur Originalbesetzung und gehört zu der Zeit, die ich von KISS am meisten feiere. Gerade 96 für mich, ja, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als die Originalbesetzung in Make-up in der Deutschlandhalle in Berlin am 4.12. gespielt hat und ich das Ganze sehen konnte. Mir wirklich, als sie auf die Bühne kamen, die Tränen runterliefen, weil das für mich, ich sag mal, einer der größten Momente ich würde sagen, in meinem Leben fast mit waren. Neben der Geburt meiner Tochter ist das, glaube ich, so die beiden Sachen im Leben, wo ich sage, da erinnert man sich sein Leben dran und hat man auch für immer diese Erinnerung, dass man da wirklich dieses Gefühl hatte, einfach seine Idole so zu sehen, wie man sie immer sehen wollte. War schon stark. Und ja, jetzt ist auch so diese Ernüchterung, weil man weiß, die Originalbesetzung werden wir jetzt leider nie wieder. Ich glaube, jeder hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass bei diesem LA-Event vielleicht der ein oder andere mit Gene und Paul nochmal auf die Bühne geht. Sie haben es ja leider komplett versemmelt bei der Farewell-Tour bei hier End of the Road. Da hat ja jeder gehofft, dass da noch was kommt. Das haben Gene und Paul ja leider komplett an die Wand gefahren. Muss man echt sagen, dass sie nicht mal Bruce Kulick geholt haben. Ist echt eigentlich schon fast eine Frechheit an den Fans gewesen. Also ich persönlich war enttäuscht von diesem Ende der Tour und auch wenn der Abgang mit dem Nebel cool war, aber dann irgendwelche Avatare vorzustellen, es war ein bisschen Schlag ins Gesicht, muss ich sagen, weil ich hätte mir gewünscht, den Fans das zu geben und wenn die Jungs einfach nur auf die Bühne gekommen wären und sich verabschiedet hätten zusammen, das hätte für mich gereicht. Sie hätten nicht zusammen spielen müssen, sie hätten einfach als Danke auf die Bühne kommen müssen und sich alle zusammen verabschieden. Das wäre es gewesen. Also ja, leider vertane Chance. Diese Chance werden sie nicht mehr bekommen. Das hat sich leider erledigt. Die Originalbesetzung werden wir nicht mehr sehen. Wird nicht mehr passieren. Dieser Traum ist weggefegt. Und demnach bleibt für mich ja der beste Zeitpunkt eigentlich das Unplugged-Konzert, als Ace und Peter auf die Bühne kamen und danach verkündet wurden, dass die 96 mit Make-up auf Tour gehen. Für mich der größte KISS-Moment überhaupt eigentlich und wird es immer bleiben. Und ja, jetzt auf jeden Fall ein super trauriges Wochenende.
was, glaube ich, für viele KISS-Fans noch nachhallen wird und immer wieder in Gedanken sein wird, dass wir ein Originalmitglied verloren haben. Gene ja gerade auch nochmal Glück gehabt hat, der ja irgendwie einen Autounfall hatte, da wohl irgendwie ein, ich komme gerade nicht auf den Namen, Blackout, ohnmächtig geworden ist irgendwie anscheinend und Gott sei Dank nichts weiter passiert ist, keine Personen zu Schaden gekommen sind. Aber auch da sieht man, wie nah die Einschläge langsam kommen und dass es wirklich schneller vorbei sein kann und vielleicht auch dieser LA-Event ja gar nicht hätte stattfinden können. Also es ist krass, was gerade passiert. Wir haben Ozzy verloren, es sind einige andere große Rockstars dieses Jahr gestorben, wo ich sagen muss, hatte ich nicht viele Bindung zu, aber es sind wohl Rockstars mit großen Einflüssen auf die Rockwelt gewesen. Für mich war Ozzy einer der größten und Ace ist auch einer der größten für mich, weil KISS, auch wenn es oft unter den Tisch gekehrt wird, gehört KISS für mich eigentlich zu den größten Bands, die am meisten Einfluss auf alles haben, was wir jetzt sehen. Da gehört für mich Rammstein zu, da gehört Slipknot dazu. Das alles ist im Prinzip ein Aufguss von dem, was KISS uns gegeben hat. Und da kann auch niemand was anderes behaupten. KISS hat das alles im Prinzip ja, groß gemacht, muss man wirklich sagen. Ich bin durch mit diesem Video, viel gelabert. Es gab kein Vinyl zu sehen in diesem Video. Ihr habt unter meinem Kommentar schon viele Kommentare geschrieben. Ich habe da jetzt nicht darauf geantwortet. Danke an alle, die da was geschrieben haben. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, besonders, dass da welche geschrieben haben, dass sie an mich gleich gedacht haben, als sie das gehört haben. Ist auch super nett. Also ich hoffe nicht, dass ich in eurem Leben der erste Gedanke bei sowas bin. Aber trotzdem ist es natürlich schön von euch zu hören, dass ihr da an mich denkt, wie ich da anscheinend auch empfinde oder fühle. Also es ist ja hart auf irgendeine Art, aber trotzdem, ja, das Leben geht weiter. Man hatte natürlich keinen so persönlichen Bezug zu der Person, dass man in ein Loch fällt. Manche tun es vielleicht, keine Ahnung. Ich Gott sei Dank nicht, obwohl es echt hart war, muss ich sagen, an dem Tag, als ich das gehört habe und auch immer noch. Ja, wenn man dann so Berichte sieht, bei YouTube poppt ja jetzt einiges auf, wenn man halt KISS mag und sucht, dann kommen ja natürlich die Vorschläge. Und wenn man dann sieht, wie andere auch über ihn reden, ist das schon krass. Auch da hier danke an Moshpit Passion und Andy Brinks, die einen Livestream abends gemacht haben, an dem ich dann auch noch kurz am Ende mich eingeklinkt habe und mir das angeguckt habe, also als Zuschauer. Und da sehr ja, auch das cool fand, wie ich glaube Andy, keine Ahnung, Andy da geredet hat und ähnlich fühlt wie ich so bei den Sachen, die 96 passiert sind und all solche Sachen. Also da Grüße an euch beide, Kyo, Andy, gehen raus. Sehr cooler Livestream, habe ich mir gerne angeguckt und ja, ist schon krass, dass viele Leute diese Bindung zu der Band haben, so wie ich das selber auch fühle und ich glaube, da gibt es viele Menschen auf der Welt, die mit KISS das verbinden. Ansonsten wäre die Band nicht so groß bis heute und hat so viele Anhänger und solche Hardcore-Fans, die so bekloppt sind und ja, so viel Geld rausschmeißen für irgendwelche Sachen der Band. Aber es ist auch irgendwo schön, ich finde es schön, eine Leidenschaft zu haben und ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die das teilen und ja, ähnlich denken und fühlen. Das ist gut zu wissen und ich finde, das muss auch sein, weil wenn man für gar nichts brennt, finde ich es auch immer irgendwie traurig, dass man so gar nichts im Leben hat, wo man dann irgendwie sagt, hey, das ist was, wofür mein Herz aufgeht. So. Ja, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da und ein Abo würde mich natürlich freuen. Grüße gehen an euch alle raus, an meine Kanalmitglieder und an alle KISS-Fans da draußen, die jetzt eine schwere Zeit haben und hoffentlich diesen Schlag schnell überwinden und hoffentlich nicht so schnell eine weitere Botschaft bekommen, dass die anderen drei uns lange erhalten bleiben, also die Originalmitglieder und wir vielleicht noch tolle Sachen von denen sehen, hören und was auch immer. Ich ja, hoffe, es bleibt jetzt erstmal so und wir kriegen nicht noch weitere schlimme Nachrichten. Ich bin raus. Keep on rockin'.
Tschüss.